Bei Scooter muss es laut sein. Es ist immer noch zu leise, alles. Also das auch, das muss auch doppelt so laut. Das muss ja so... Letzter Schliff, bevor die neue Platte rauskommt und die Band auf Jubiläumstour geht. 30 Jahre Scooter, was für eine Zeit. Zig Millionen verkaufte Platten in über 50 Ländern, ein Welterfolg. Aber alles beginnt im ostfriesischen Leer mit einem Teenager. Ein bunter Vogel mit ausgefallenem Stil. So mit 18, 19 sucht man ja auch so nach seinem eigenen Style und will sich da irgendwie selbst ausdrücken. Und das war so mein Ding irgendwie. Naja, aber das kam dann auch nicht überall so gut an. Also musste man schon so ein bisschen, ja, ein dickes Fell haben. Ein dickes Fell braucht er damals auch musikalisch. Der Erfolg bleibt 8 Jahre lang aus. Bis das hier kommt. Hyper, Hyper stürmt die Charts, holt Gold, dann Platin. Die ganze Welt hört Scooter. Das war alles wie in so einem Rausch. Man kann das gar nicht beschreiben. Sowas hast du auch nur einmal im Leben. Also so eine Phase, das ist völlig verrückt. Es folgen Welttourneen und Party-Exzesse. Das hinterlässt auch bei einem H.P. Baxter Spuren. Und dann ist da ja auch noch das Alter, 60. Also wenn ich morgens nach meiner Geburtstagsfeier jetzt ins Spiegel gucke, dann denke ich manchmal auch, wer ist das? Aber ja, ansonsten gebe ich mir so ein bisschen Mühe, gehe halt laufen und so, dass man nicht völlig aus der Form gerät. Also für mich ist auch wichtig, auf der Bühne irgendwie fit zu sein und irgendwie, ja, nicht so, man darf sich halt nicht gehen lassen. Und dann ist da noch ein Grund, fit zu bleiben. Freundin Sarah. Im Juni will Baxter die 37 Jahre jüngere Studentin auf Sylt heiraten. Das Ganze soll natürlich auch schön und traditionell gefeiert werden, mit Familie, mit vielen Freunden, mit vielen Bekannten, also schon im großen Stil, großer Bahnhof. Ich finde, Sylt ist auch so ein Ort, da ist es auch egal, wie das Wetter ist, da ist immer eine tolle Stimmung, Atmosphäre, man ist am Meer. Also das ist, finde ich, so genau der richtige Vibe für eine tolle Hochzeit. Hochzeit im Juni, Tourstart nächste Woche, aufregende Zeiten für den gebürtigen Ostfriesen. Und dann ist da noch das neue Album mit einem, nun, gewagten Titel und Cover. Open your mind and your trousers! Öffne deinen Geist und deine Hose. Ist das noch zeitgemäß? Der Hintergrund ist dass heute ist es so, dass die Leute allgemein, finde ich, sind alle so ein bisschen vergrätzt und so unentspannt. Und ich finde so dieses Open your mind and your trousers ist natürlich auch so ein bisschen Gag, ein Augenzwinkern. Also das heißt eigentlich so, macht euch mal ein bisschen locker, liebt euch, macht Liebe, also so ein bisschen make love, not war. Mehrere Monate haben sie an den 15 neuen Songs gearbeitet, in der mittlerweile 7. Bandbesetzung. So, ja, so. Es ist sehr abwechslungsreich. Also wir haben eine bunte Vielfalt. Wir haben Hardstyle, Techno, Hypertechno, klassische Scooter-Nummern mit großen Melodien. Ich glaube, das ist insgesamt echt eine coole Mischung geworden. Und eins ist bei Scooter klar, es wird wieder laut.